Moin zusammen, dir juckt die Gashand, lebst wie ich, aber nicht in Spuckweite der Alpen, willst die Saison aber noch ein paar Kurven fressen? Keine Panik, hier erfährst du, wie du in nur 7 Tagen 20 Pässe in den Schweizer, französischen und italienischen Alpen bezwingen kannst. Welche sich lohnen und welche ihr getrost links liegen lassen könnt. Los geht's! Und zwar erstmal Richtung Zug. Ja, diese Tour beginnt mit dem Autozug von Hamburg nach Lörrach. Blasphemie sagen die einen, ich sage, das erspart mir 1000 Kilometer und 3 Tage Anreise über die Landstraße. Nach einer holprigen Nacht im Schlafwagen und einem bescheidenen Frühstück kommen wir früh morgens in Lörrach an. Fix den Bock abgeschnallt und ab geht's über die Schweizer Grenze. Das heutige Tagesziel, der Genfer See. Nachdem ich mich durch Basel gekämpft habe, wähle ich die kurvigsten Nebenstrecken Richtung Südwesten. Oberhalb von Neuenburg genieße ich die Aussicht auf den gleichnamigen See. Die molligen 29 Grad zwingen mich aber zeitnah zur Weiterfahrt. Am Lac des Joues fängt es langsam an touristisch zu werden und auch bei mir setzt der Urlaubsflair ein. Zeit, um ein typisch touristisches Foto von sich machen zu lassen. Oberhalb vom Genfer See treffe ich auf meine erste kleine Kurvenstrecke unweit des Mont Tendre. Mein Kurvenfresserinstinkt ist geweckt. Wie ein Junkie auf Entzug ziehe ich mir die ersten Kurven rein. Mit jeder weiteren werde ich zunehmend eins mit meiner Maschine. Ich fühle mich bereits wie Rossi, der gerade eine neue Bestzeit in den Asphalt brennt. Bis ein ungeduldiger Schweizer mein aufgestautes Ego zunichte macht. Auf meinen kläglichen Versuch, an ihm dran zu bleiben, folgt schlussendlich der Genfer See am Horizont. Und eine weitere Dreiviertelstunde später. Angekommen in Genf. Für diese Übernachtung gibt es ein Hostel mit Mehrbettzimmer. Das Einzige, was man sich hier leisten kann in Genf. Aber dafür erste Reihe. Bei zünftiger Schweizer Kost, kulinarisch wie preislich, geht Tag 1 zu Ende. Heute hatte ich zwar keinen Alpenpass unterm Profil, aber versprochen, ab morgen geht's los. So Freunde, jetzt mal Klartext. Jeder von euch, der schon mal in einem Hostel oder auf einem Campingplatz war, weiß, dass die einem am liebsten dieses zweilagige Schmirgelpapier unter den Arsch schieben. Die Jungs hier haben es verstanden. Dreilagig, weich. Nachdem wir das geklärt hätten und uns ein mittelmäßiges Frühstück reingezwängt haben, startet Tag 2 erneut bei bestem Wetter. Kurz durch die City manövriert und ehe man sich versieht, ist man auch schon in Frankreich. Ich fahre durchs Hinterland der Region Haute-Savoie Richtung Osten. Endlich erscheinen auch die ersten richtigen Gipfel am Horizont. Der Col de Corbière ist die Nummer 1 auf meiner Liste. Mit 1230 Meter Höhe kein wirklich nennenswerter Gebirgspass, sondern eine Transitstrecke, um den kleinen französischen Teil am Genfer See Richtung Osten zu durchqueren. Er ist zwar vollwertig zweispurig, aber fahrtechnisch nichts Dolles. Von meiner Seite 1 von 5 Eclairs.
So, wieder kurz vor der Schweizer Grenze im malerischen Châtel. Weiter geht's Richtung Süden zum Großer St. Bernard. Statt bei Martigny die Bundesstraße 21 zu nehmen, solltet ihr rechts in die Berge auf den kleinen, aber feinen Col de Champex abbiegen. Noch immer kein wirklicher Gebirgspass, aber die steile Nordflanke mit ihren 22 Spitzkehren ist ein gutes Aufwärmtraining. 2 von 5 Spitzkehren. Belohnt werdet ihr mit einer Postkartenidylle und einer Abkühlung am kleinen See Lac de Champex. Nur auf dem Weg hierher haben wir schon knapp 8 Grad verloren. Keine Ahnung, wie hoch wir sind, aber ich schätze, das wird da oben noch ein bisschen kühler. Daher Pussy, ich ziehe mich ein bisschen wärmer an. Auf geht's! Am Fuße der Nordflanke des Großer St. Bernard Passes nehme ich natürlich die Passstraße statt des Tunnels. Diese ist vollwertig zweispurig und die schön geschwungenen Kurven bieten einen entspannten, fast entschleunigten Aufstieg. Auch der teils rissige Asphalt tut dem Fahrspaß keinen Abbruch. Willkommen in Italien! Trotz des vielleicht irreführenden Namens hat der Pass eine sehr kompakte Szenerie. Ja, okay, 18 Grad. Aber für den Ausblick, da hätte ich auch gefroren. Ich ziehe mich ein bisschen wärmer an. Wahnsinn. An der Südseite führt die Straße in sauber geschwungener Linie runter ins Aostatal. Von mir 5 von 5 Frostbeulen. Und weitere 227 Kilometer später. Willkommen in Italien. Kleines, schnuckliges Zimmer in einem kleinen, schnuckligen Hotel. Mit einem kleinen, schnuckligen Balkon in einem kleinen, schnuckligen Tal. Von mir aus kann das morgen genau so weitergehen. Ich bin gespannt. Guten Morgen, 9:30 Uhr, die Sonne lacht. Wir sind jetzt fahren runter nach Aosta, machen hier den Schlenker rüber zum kleinen St. Bernard, fahren dann quasi ein Stückchen durch Frankreich zu Col de Isard. Col de l'Isran. Und so einen ganzen Schlenker hier unten rum. Da habe ich gebucht. Es ist nicht weit, 220 Kilometer. Los geht's. Statt nur die SS 26 Richtung Kleiner St. Bernard hochzuballern, biege ich beim Morgex links auf den Col San Carlo ab. Eine schöne kleine Nebenstrecke durch dichte Wälder mit gelegentlichem Blick auf die umliegenden Gipfel. Erneut eine gute und entspannte Aufwärmstrecke auf knapp 2000 Metern Höhe. Drei von 5 Tannenbäumen.
Kurz darauf befinde ich mich auch schon auf dem Kleiner St. Bernard Pass. Die Nordseite hat einen entspannten und vorwiegend lang gezogenen Aufstieg. Mit freiem Blick auf kahle Hänge und schroffe Gipfel. Ein Highlight, der Blick auf den Largo Vernet auf einer Höhe von 2088 Metern. Kaum in Frankreich angekommen, geht's auch schon direkt auf die Tour de France. Respekt, mit welchem Speed die hier runterballern. Die Südseite schlängelt sich zwar mit netten Spitzkehren Richtung Tal, aber der rissige Asphalt und die Asphaltschlangen lassen wenig Fahrfreude aufkommen. 3 von 5 Dopingspritzen. Bei Sieyès biege ich scharf links auf die D902. Vorbei an der Tignes-Talsperre zum Col de l'Iseran. Dieser Pass ist mit fast 2800 Metern Höhe der höchste befahrbare Gebirgspass der Alpen. Und die Abwesenheit von jeglicher Art Straßensicherung flößt schon Respekt ein. Wer hier einen Abflug macht, braucht auch keine ADAC-Mitgliedschaft mehr. Man gut, dass die schlechten Straßen eh nicht zum Rasen einladen. Stattdessen lohnt es sich hier zu cruisen, um die tolle rustikale Landschaft zu genießen. Und lasst euch dabei bloß nicht von den schnelleren Gesellen hetzen. Auf dem Gipfel zeigt es sich, dass der Col de l'Iseran einer der stärker befahrenen Pässe auf meiner Tour ist. Die 15 Kilometer runter nach Besson sind umrahmt von unzähligen 3000ern. Dabei ist der Blick auf den Alboran mit 3637 Metern und seinen Gletschern der spektakulärste. Trotz der schlechten Straßen gebe ich 4 von 5 Felsbrocken. Bei Regen und Gewitter schlänge ich mich die D1006 Richtung Westen. So, dem Zeug da hinten bin ich gerade weggefahren. So richtig schön nassen Arsch gekriegt. Regenhauben kamen auch schon zum Einsatz. Und die Tankhandschuhe. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den Tankhandschuhen auf sich hat, schaut euch dazu gerne mein Video 9 kleine Hacks, die auf keiner Motorradtour fehlen dürfen an. Aber ich komme vom Thema ab. Ich glaube, ich habe noch ungefähr 40 Kilometer bis zum Hotel nach Vallauris. 245 Kilometer und 3 nasse Ärsche später sind wir auch endlich angekommen. Im verschlafenen Wintersportort Valoir. Da noch keine Saison ist, noch verschlafener als gedacht. In einem von 2 offenen Lokalen gab es nicht nur gutes Essen, sondern auch besondere Gesellschaft. Hier habe ich Josie und Christine kennengelernt, die sich bei der Schweizer Ausgabe von Bauer sucht Frau gefunden haben. Jose hat Christine gefunden. Am liebsten würde er sie für immer bei sich behalten. Nochmal vielen Dank euch beiden für den tollen, unterhaltsamen Abend. Euch beiden alles Gute. Dann wollen wir mal das verschlafene Wintersportnest wecken. So unauffällig wie möglich rolle ich aus dem kleinen Dorf. Direkt hinterm Ortsschild auf die D902 Richtung Col de Galibier. Obwohl oder gerade weil es ein kleinerer Pass ist, ein Highlight auf meiner Tour. Die tiefstehende Morgensonne hüllt den Pass in eine beruhigende, warme Atmosphäre. Da lohnt sich das frühe Aufstehen. Die kompakte Auffahrt an der Nordseite schlängelt sich gemütlich und unaufgeregt nach oben und lädt immer wieder zum Anhalten und Staunen ein. Und Fotos machen.
Galibier. Wunderschön. Und die Straßen sind auch nicht schlecht. Auch schön der Blick auf den 3983 Meter hohen La Meige. 5 von 5 Sonnenaufgänge. Auf der D1091 angekommen, erreiche ich den südlichsten Punkt meiner Tour, um bei Rochataillez wieder Richtung Norden abzubiegen. Auf dem Weg zum Col de la Croix de Fer und de Glandon liegt das eigentliche Highlight dieser Region, der Lac de Grand-Mison, der mich heute mit einer fast spiegelglatten Wasseroberfläche beschenkt. Nehmt euch die Zeit und genießt die Aussicht. Aber vor lauter Staunen verpasse ich meine Abfahrt Richtung Col de Glandon. Stattdessen fahre ich Richtung Col de la Croix de Fer. Und werde prompt mit einem tollen Blick auf das farbenfrohe Tal und Paraglidern am Himmel belohnt. Und wenn ich schon mal hier bin, gönne ich mir noch einige Kilometer ab und wieder Auffahrt. Technisch erneut kein Highlight, aber ich bin froh, dass ich mich hierher verfahren habe. 3 von 5 Paraglidern. Das ist übrigens der Vorteil, wenn man nicht immer über Handy navigiert, sondern wie ich bevorzugt über Karte. Dann kann man sich auch mal verfahren, im positiven Sinne. Und wenn Navigationskünste und Timing Tango tanzen, wartet am Ende eine Schafherde auf dich. Willkommen auf dem Col de Glandon. Bis auf die 3-4 Spitzkehren oben am Pass zieht sich die Abfahrt recht uninspiriert runter nach Chambray. Da wahrscheinlich nicht jeder so viel Glück mit den Schafen haben wird wie ich, nur 2 von 5 Schafe von mir. Kleiner Sicherheitstipp am Rande, nehmt euch vor diesen Bitumenschlangen in Acht. Bei sommerlichen Temperaturen oder Nässe rutsche ich wie Sau. In La Chambre fahre ich direkt geradeaus weiter auf den Col de la Madeleine. Die Südseite ist durch einen riesigen Wintersportort geprägt, der jetzt halt Sommerschlaf hält. Der Pass führt über eher eine große Alm als durch ein Gebirge. Und mit 2000 Metern ist er auch nicht sonderlich hoch. Die nördliche Hälfte führt über sehr enge, dicht bewachsene und zudem auch noch schlecht beschaffene Straßen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht gefilmt. Nicht empfehlenswert und deshalb eine von 5 Kühen. So, 8 Stunden und 215 Kilometer später sind wir in Albertville. Genauer gesagt in Conflans. Ein bildschönes mittelalterliches Dorf mit alter Burganlage und einem tollen Ausblick auf Albertville. Ein absoluter Tipp. Ich übernachte im ebenso urigen Hotel La Citadelle de Conflans. Dieses ehemalige Kloster wurde sehr geschmackvoll renoviert und ist aber preislich erschwinglich. Ist es nicht süß? Jep, das ist es. Und nicht weniger als der krönende Abschluss dieses durch und durch tollen Tages.
Mal schauen, was der morgige Tag so bringt. Guten Morgen. Da ich gestern vielleicht das ein oder andere Bier mit meinen neuen französischen Freunden zu viel hatte, geht es jetzt kurz vor 9 erstmal zum Frühstück. 10 Kaffee und 5 Eier später geht's auch endlich wieder los. Erste Station, Cormet-de-Roselon. Noch vor einem Tag lief hier die Tour de France durch. Der Stausee Lac de Roselon und das malerische Felsmassiv des Rocher Merlet geben erneut ein tolles Fotomotiv ab. Fahrtechnisch hat man hier nicht so viel verpasst, aber trotzdem hat das Auge sehr viel zu entdecken. 3 von 5 Fahrradhelme. Bei Sieyès schließt sich wieder der Kreis. Hier biege ich auf den kleinen St. Bernard Pass ab. Um direkt danach zum Mont Blanc Tunnel zu fahren. Die Anfahrt auf der Südseite ist absolut beeindruckend. Majestätisch und surreal zugleich schiebt sich die mächtige Gebirgswand mit jedem weiteren Kilometer in mein Blickfeld. Auch Petrus meinte es gut mit mir, sodass ich diesen Anblick in seiner vollen Pracht genießen konnte. Am Tunnel angekommen, latzt man noch fix die knapp 30 € fürs Bike und schon kann's losgehen. So sehr ich den Sound meiner Duck in Tunneln liebe, waren die 11,6 mit lineal gezogenen Kilometern dann doch schon etwas langweilig. Kaum in Frankreich angekommen, geht's auch direkt wieder rüber in die Schweiz, über den Col de la Forclaz. Das ist erneut mehr so ein Berg, über den man rüber muss. 1 von 5 Panoramafotos. Ein Highlight der ganz anderen Art hatte ich dann bei meiner Übernachtungslocation in Saint-Maurice. Eine Art Kirchenstätte. Ich dachte schon, ohne Taufschein lassen die mich hier gar nicht einchecken. Hier gelandet. Behördencharakter mit Zuchtanstalt. Naja, aber anscheinend haben sie mit Chlor durchgewischt. Boah. Naja, ganz netter Ausblick wenigstens. Aber für eine Nacht muss es aber reichen. Guten Morgen. Ja, der Tag startet wohl mit ein bisschen Regen. Also entweder Regenklamotte oder ich warte so bis 10, halb 11 und fahre dann diesen blauen Regenquatsch da hinterher. Ja, der Bums hat sich schon verzogen. Trotzdem ist es natürlich noch ein bisschen nass. Deswegen prophylaktisch mal die Regenhauben, die auch endlich zum Einsatz kommen soll. Heute ist ein Transittag Richtung Osten, nach Interlaken bzw. Brienzer See. Ja, auch das gehört zu einer Alpentour. Auf geht's erstmal durch die Weinberge oberhalb von Montet über den Col de la Croix.
Das ist ja mal wieder ein Timing hier für mich. Bis auf gelegentliche Kuhherden und den Blick auf den 2789 Meter hohen Le Coulon werdet ihr auch hier nicht viel verpassen. So auch beim Überqueren des Col de Mos. Der ist so unspektakulär, dass ich nicht einmal die Kamera angemacht habe. Für beide Pässe gibt es eine von 5 Kuhglocken. Ja, es wird ja nicht weniger. Also brauche ich doch noch die Hose. Wie ein sexy Seidenstrumpf. Abfahrt! Die restliche Strecke auf der Bundesstraße 11 bis zum Thuner See war geprägt von Nieselregen und starkem Verkehr. Das ist mal türkises Wasser. Donnerwetter. Das ist der Brienzer See. Bestimmt mega beeindruckend. Bei gutem Wetter. In Brienswiller schlängel ich mich die wenigen Kilometer hoch in das Skigebiet Hasliberg zu meinem Hotel Gletscherblick. Tatsächlich war die Auffahrt hoch zu diesem Hotel das kleine Highlight des Tages. Und jetzt weiß ich auch, warum dieses Hotel Gletscherblick heißt. Haben nicht zu viel versprochen. Klein und bescheiden. Aber es hat auch irgendwie Charme. Nicht so billig wie dieses JVA-Hotel. Eher wie so ein Wochenende bei den Großeltern. Charme. Aha. Na dann. Ist halt Wasser, ne? Dann halt doch ein Bier. Und Blümchen, Pommes und Burger bei freier Sicht auf den Rosenlaui-Gletscher. Bei dem schönen Ausblick hatte ich gerade das beste Frühstück bisher. Heute ist ein bisschen überschaubar. Jetzt muss ich erstmal wieder ein Stück zurückeiern. So, und dann mache ich direkt einen Stopp an der Aare-Schlucht. Dann fahre ich den Sustenpass. Direkt wieder runter über den Furka-Pass. Mache einen kleinen Abstecher hoch zum Grimmelpass, aber nur ein Stück. Und wieder runter. Und fahre dann hier unten lang und habe, glaube ich, hier irgendwo schon ein Zimmer gebucht. Klingt so, als hätte ich heute einiges vor mir. Bevor es also über die 4 namhaften Alpenpässe geht, starte ich den Tag mit einer kleinen Kultureinlage, die Aare-Schlucht.
Ein paar Fakten gefällig. Die seit über 130 Jahren touristisch erschlossene Schlucht wurde nach dem gleichnamigen Fluss benannt. Man kann sie vom West- sowie vom Osteingang betreten. Sie hat eine Länge von 1400 Metern und ist an ihrer engsten Stelle nur 1 Meter breit. Rückweg. Bevor ich Bahn fahre, latsche ich doch lieber nochmal die Strecke. So, genug Kultur, weiter geht's. So, 10:40 Uhr. Bisschen über eine Stunde hin und zurück. Wahrscheinlich kein neuer Rekord, aber hat sich gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. Und wenn ich mir jetzt die Reisebusse da angucke, eine der ersten in der Schlucht zu sein, um 9:30 Uhr ist eine ziemlich gute Idee. Heute ist nicht nur Sonntag, sondern auch noch irgendein Feiertag. Das merkt man sofort am erhöhten Verkehrsaufkommen. Richtung Sustenpass war die vollste Strecke der gesamten Tour. Das tut der tollen Aussicht aber keinen Abbruch. Die komplette Auffahrt von Westen aus hat einen fantastischen Blick auf das 3500 Meter hohe Sustenhorn. Kurz vor der Passhöhe haltet noch kurz beim Steinsee an und holt euch ein tolles Erinnerungsfoto. Mit einer Gesamtlänge von 45 Kilometern und einer Höhe von 2200 Metern ist der Sustenpass kein Leichtgewicht. Der Asphalt ist großartig und jede Fahrtrichtung ist voll ausgebaut. Die Abfahrt auf der Ostseite ist nicht weniger spektakulär, wenn auch fahrtechnisch nicht so fordernd. Mit der Gewissheit, dass es sich da bestimmt um weitere nennenswerte Gipfel um einen herum handelt, fahre ich runter nach Wassen. Also so schön der Sustenpass ja auch war. Tolle Straße, wirklich gut ausgebaut, vollwertig zweispurig. Das ist aber eine Autobahn. Also entspannt ist anders. Nichtsdestotrotz wunderschön mit dem See da oben, Blick auf den Gletscher. Toll. 4 von 5 Gipfel. Ein Abzug wegen des stressigen Verkehrsaufkommens. Bei der Teufelsbrücke sollte man wohl auch einen kurzen Stopp einlegen. Ich habe diese Sehenswürdigkeit erst später bemerkt und bin ungesehen dran vorbeigeballert. 2-mal. Dafür hatte ich dann aber auch mehr Zeit, mich auf den Pässen rumzutreiben. Der nächste wäre dann Furka-Pass mit 2400 Metern. Die Auffahrt vom Osten her führt über moderate Steigungen und Spitzkehren durch riesige Weideflächen. Direkt hinter der Passhöhe wird man mit einem grandiosen Blick ins Rhonetal und rüber zum Grimselpass beschenkt. Auch wenn es auf den ersten Blick mega touristisch wirkt, auf der Westflanke solltet ihr unbedingt den Gletscher besuchen. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich wirklich. Denn wer weiß, wie lange es das Ding da noch gibt. Vor über 100 Jahren reichte das Ding nämlich bis runter ins Tal. Seitdem baut der Gletscher von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter ab. Die Grotte selbst, ein Schelm, wer bei dem Wort Grotte und diesem Eingang an etwas Anzügliches denkt, ist nicht sonderlich groß. Aber wie gesagt, so etwas muss man mal mit eigenen Augen gesehen haben.
Furka-Pass erhält von mir eine Gesamtwertung von 4 von 5 Eiswürfeln. So, genug am Gletscher geleckt, weiter geht's zum Grimselpass. Oben auf der Passhöhe erwartet euch eine fantastische Seenlandschaft aus 3 Seen. 2 davon sind Stauseen, deren Mauern auch befahren werden können. Die Passhöhe liegt topografisch in einer Art Kessel, umrandet von grün schimmernden Felswänden. Ein tolles Farbspiel. Atmosphärisch kann es der Grimselpass locker mit den schottischen Highlands aufnehmen. Hier kann man sich einfach nicht satt sehen. Und ganz nebenbei ist der Asphalt auch noch top und die Straßenführung ein Traum. Hier könnte ich den ganzen Tag rauf und runter fahren. Ich gönne mir aber nur eine Ab- und wieder Auffahrt, bevor es die Südrampe wieder runter geht. 5 von 5 Glubschaugen. Also der Grimselpass, ein absolutes Highlight. Letzte Station für heute, Nuffenenpass. Der Weg zum eigentlichen Pass macht mit seinen schnellen und sauber geschwungenen Kurven bereits richtig Laune. Wieder gefolgt von klassischen Spitzkehren und vorwiegend gutem Asphalt. Oben angekommen erwartet euch eine Mondlandschaft at its best. Kahl, urig, surreal. Hier sieht man auch, was die Felsen so grünlich leuchten lässt. Schon irre hier. Die ganzen Felsen haben so neongrünes Moos. Also mir kann keiner Vorwürfe machen, dass ich auf diesem Trip nicht ausreichend gewandert bin. Zwar alles heute, aber hey, immerhin. Belohnt werde ich mit einem geilen Blick auf den Griessee und dem riesigen Griesgletscher. So, dann gucken wir doch mal, ob mein Motorrad noch da ist. Schlüssel stecken gelassen. Naja, wer soll das hier klauen? Famous last words. Und dann ist er auf dem Gipfel hier erfroren. Danke an alle Langfinger, die Gnade walten lassen haben. Die Ostrampe runter ins Bedretto-Tal überrascht mit einem Wetterwechsel, wie es im Gebirge nicht so unüblich ist. Aus anfänglich schlechter Sicht wird kurz vom Ziel noch ein ordentlicher Regenschauer. Dieses Mikroklima ist wohl nicht unüblich für dieses Tal, wie mir später erzählt wurde. Das gibt's doch jetzt nicht. Keine Ahnung, 2 Minuten bevor ich am Hotel bin, fängt es noch richtig an zu gießen hier. Fuck. Ja, für Regenzeug lohnt sich aber nicht mehr. Trotz des Wetters 4 von 5 Mondraketen. Look
Locanda Aureli del Viandante. Oder so ähnlich. Was sagt man dazu? Der Chefkoch hat erkannt, dass ich mit der Ducati hier vorgefahren bin und selber hat er eine Panigale V4S vor der Tür stehen. Und als Begrüßung hat er mir ein Prosecco hingestellt. Prost! Dieses Restaurant mit Fremdenzimmer ist der perfekte Abschluss zu diesem glorreichen Tag. Lasst euch nicht von dem gehobenen Ambiente täuschen. Hier gibt es regionale und gehobene Küche, serviert von herzlichen Menschen. Land und Leute lernt man auch durch die Küche kennen. Also spart nicht am falschen Ende und gönnt euch mal was. Guten Morgen. Tag 8. Heute Nacht hat es geregnet. Ja, heute das. Sieht doch vielversprechend aus. Eisig. Heute ist der letzte Tag in den Bergen, bevor ich mich wieder zurück Richtung Heimat mache. Über Nacht scheinen sich die Wolken leer geregnet zu haben, sodass mich wieder ein sonniger Tag erwartet. Wir sind da, Bidretto, fahren hier rüber und direkt links den Gotthardpass. Dann geht's hoch, wieder bis nach Wassen. Dann geht's hier hoch nach Altdorf und dann nehmen wir hier den Klausenpass, ist es glaube ich. Bis nach Neffels. Dann hier so ein bisschen quer durch die Walachei. Kaiserstuhl. Und da habe ich schon ein Zimmer gebucht. Viertel vor 10, 10 Grad, los geht's. Beim Gotthardpass bzw. Pässe hat man die Qual der Wahl. Nimmt man den charmanten alten Kopfsteinpflasterpass, auch Tremola genannt, oder die neue, top ausgebaute A2. Als Genießer entscheiden wir uns natürlich für die Tremola. Auch wenn das Kopfsteinpflaster dem Fahrwerk einiges abverlangt, ist es zweifelsohne die schönere Strecke. Oben angekommen erwartet einen wieder diese karge, rustikale, aber bildschöne Landschaft. Einfach atemberaubend. Erneut lässt Schottland grüßen. 5 von 5 Schottenröcke. Ich fahre Richtung Norden durchs Hospental, erneut an Wassen vorbei, durch Altdorf, um dort rechts auf die Hauptstraße 17 bzw. den Klausenpass abzubiegen. Der mit knapp 2000 Metern nicht der höchste, aber mit 50 Kilometern eines der längeren Pässe. Ich schlängel mich die schmale und ewig lange Westseite hinauf. Der Asphalt ist weitestgehend gut, aber die Straße zeitweise sehr wellig. Und Vorsicht, partiell wird es sehr eng, wenn die Straße abrupt von 2 auf 1,5 spurig wechselt. Also auf Gegenverkehr achten. Einfach etwas langsamer fahren und entspannt die Aussicht genießen. Denn zu sehen gibt es hier einiges.
Ein Highlight zum Abschluss: An der Ostseite hat man einen wahnsinnigen Blick auf die Steilwand vor dem Klaridengipfel. 4 von 5 Tränen zum Abschied. Die Steilwände links und rechts an der Hauptstraße 17 scheinen mir zum Abschied spalier zu stehen. Mit dem Klausenpass im Nacken verlasse ich das Hochgebirge und arbeite mich Richtung Nordwesten zur deutschen Grenze. Trotz großzügiger Umfahrung der Ballungsräume muss ich mich auch bei Zürich durch die Rush-Hour quälen. Bei Bad Zurzach überquere ich den Rhein und damit die deutsche Grenze. Schland! Schland! So. Knapp 8,5 Stunden und 300 Kilometer später. Ihr kennt das Ritual. 1, 2 Traubensaftschollen, einen Salat mit Tofu, eine Runde Yoga und zeitig ins Bett. Fast 1900 Kilometern wieder deutschen Boden erreicht. Jetzt geht's durch den Schwarzwald Richtung Nürnberg. In den kommenden 3 Tagen fahre ich über Landstraße durch den Schwarzwald, Odenwald, Spessart, die Rhön, Kassel vorbei und einem Stein. So, und Kinder, wenn ihr Dinger wie die da auf der Straße seht, haltet an, werft an eine Seite. Auch wenn ihr nicht drüber gefahren seid, der nächste könnte drüber fahren. Uiuiui. So, das hat Spaß gemacht. Ab in den Teich, der nächste Motorradfahrer und auch Autofahrer wird es euch danken. Rühler Schweiz, durchs Weserbergland. Und zurück nach Hamburg. Nach insgesamt 11 Tagen und 3200 Kilometern endet meine Reise. Das waren 20 Alpenpässe in nur 7 Tagen. Nicht jeder davon ein Highlight, aber noch immer besser als Autobahnfahren. Die 7, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und die ihr meiner Meinung nach nicht verpassen solltet, sind Großer St. Bernard, weil es der erste vollwertige Pass auf meiner Tour war und der Kessel auf der Südseite ein tolles 360-Grad-Panorama macht. Col de l'Iseran, der durch seine schiere Größe beeindruckt. Col de Galibier, weil er zeigt, dass auch kleine Pässe ihren eigenen Zauber haben. Sustenpass, der trotz hohem Verkehrsaufkommen ein Postkartenpanorama nach dem anderen bietet. Furka-Pass, wegen des Rhone-Gletschers und dem Blick rüber zum Grimselpass. Der Grimselpass wegen der perfekten Straßen und der beeindruckenden Seenlandschaft. Und zu guter Letzt der Gotthardpass wegen seiner urigen und fast schon surrealen Felslandschaft. Die Liste lässt sich natürlich unendlich weiterführen. Aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.